ist ja der erfolgreichste Politiker in Thüringen gewesen. Und das Volk entscheidet letztendlich. Und so ist die Sachlage. Hey Leute, willkommen zurück. Heute reden wir über einen Auftritt von Bernd Baumann, der definitiv Eindruck hinterlassen hat. Besonders ein Satz wird euch im Gedächtnis bleiben. Das Volk entscheidet. Und genau darum geht's. Baumann hat klargemacht, wer in Deutschland wirklich das Sagen hat. Das müsst ihr einfach gesehen haben. Auf geht's. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar. Wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauem Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Und bei uns im Studio ist Bernd Baumann, erster parlamentarischer Geschäftsführer der AfD. Willkommen. Guten Tag. Herr Baumann, Sie werden das Duell sicher auch mit Spannung erwarten. Es gibt ja schon einige inhaltliche Gemeinsamkeiten zwischen Alice Weidel und Sarah Wagenknecht, zum Beispiel in der Ukraine-Politik, aber auch bei der Migration. Also was erwarten Sie? Werden sich die Damen überhaupt richtig streiten oder werden sie sich vielleicht sogar einig sein? Woher kommen denn die Einigkeiten? Das kommt ja daher, dass ehemalige Linke plötzlich AfD-Positionen übernommen haben. Diese ganze Migrationspolitik, damit hat ja das BSW im Osten gepunktet. Das sind ja unsere Punkte. Die Linken vorher haben ja, das kann man ja nachverfolgen, auch im Bundestag 2015 bei der Grenzöffnung gejubelt. Die haben ja die Willkommenskultur begrüßt. Die konnten ja gar nicht genug Einwanderung haben. Und jetzt plötzlich der totale Schwenk. Dadurch kommen jetzt die Gemeinsamkeiten. Aber das ist ja auf Dauer relativ unglaubwürdig bei BSW. Denen fehlt dafür auch der personelle Unterbau. Im Grunde ist das politisch gesehen eine Dame ohne Unterleib. Muss ich sagen, unglaubwürdig, aber dennoch haben Sie in Thüringen, wo Sie unter Björn Höcke stärkste Kraft wurden, dem BSW ein Angebot gemacht. Sie wollten miteinander sprechen, ob es vielleicht Gemeinsamkeiten gibt, also für Koalitionsgespräche. Das BSW hat abgelehnt. Sarah Wagenknecht betont immer wieder, sie will nicht mit Rechtsextremen zusammenarbeiten. Und die Thüringer AfD, allen voran ja Björn Höcke, gilt als rechtsextrem. Die Frage, warum trennen Sie sich nicht von Extremisten wie Höcke, wie Krah und eröffnen sich so die Chance, dass vielleicht andere Parteien auch mit Ihnen zusammenarbeiten wollen? Die gelten nicht als rechtsextrem. Das behauptet irgendein Verfassungsschutz, der untertan ist den Innenministern. Das sind Teilen der Innenbehörden. Und die Innenminister sind SPD und CDU, die missbrauchen den Verfassungsschutz. Und die stellen das so fest. Die sind mitnichten rechtsextrem, diese Leute, die Sie genannt haben. Und wir müssen uns von denen auch nicht trennen. Ja, Moment, das ist Ihre Interpretation, dass Sie nicht rechtsextrem sind. Aber da Sie nun mal vom Verfassungsschutz so eingestuft werden, gelten Sie als solche. Und das ist ja auch der Grund, warum Wagenknecht sagt, mit euch nicht. Und die Frage bleibt, denke ich schon, warum trennen Sie sich nicht von den Leuten, die eben so gebrandet sind? Gebrandet sind, aber von wem denn? Wir haben da sozusagen... Von der offiziellen Behörde Verfassungsschutz. Was heißt denn offiziell? Das ist nicht wie das Verfassungsgericht oder wie der Rechnungshof, eine unabhängige Behörde. Die sind weisungsabhängig vom Innenminister, von Parteipolitikern. Das ist eine missbrauchte Behörde. Die stellen überhaupt nichts objektiv fest. Und Sie sehen ja, die Wähler glauben das großenteils. Aber unabhängig von der Behörde gibt es ja auch Aussagen von Björn Höcke, die ganz deutlich zeigen, dass er da schon oft Nazi-Parolen eben sagt, oft Nazi-Parolen gebraucht. Das kritisiert Sarah Wagenknecht, sagt, das ist ein Nazi, mit dem wollen wir nicht zusammenarbeiten. Ganz unabhängig vom Verfassungsschutz. Das sind ja historische Dimensionen. Das sind keine Nazi-Parolen. Welche denn? Welche meinen Sie denn? Alles für Deutschland zum Beispiel. Alles für Deutschland. Das sind zig Bundestrainer, Fußballtrainer, die gesagt haben, alles für Deutschland. Im Spiegel gab es Kommentare, alles für Deutschland. Das ist ein Allerweltsspruch. Daraus einen Nazispruch zu machen, da sehen Sie doch die ganze Problematik. Da gibt es eine Justizentscheidung. Also ich denke, das können wir jetzt auch nicht nochmal aufarbeiten, den Fall. Aber es ist ja offensichtlich klar, also die Frage, warum Sie sich vom Extremisten nicht trennen wollen, um koalitionsfähig zu werden, zum Beispiel fürs BSW, die wollen Sie nicht beantworten. Das ist ja der erfolgreichste Politiker in Thüringen gewesen. Und das Volk entscheidet letztendlich. Und so ist die Sachlage. Blicken wir auf ein anderes Thema. Wir wollen mal reinhören in ein O-Ton von Greta Thunberg. Die Umweltaktivistin war nämlich gestern in Berlin bei einer pro-palästinensischen Demo. Ich kann gar keine Worte dafür finden, wie wütend es mich macht, wie Deutschland und die deutsche Polizei friedliche Demonstranten behandeln, die Nein zu dem Genozid sagen. Ich kann es nicht verstehen. Ich habe keine Worte. Also Greta Thunberg gestern bei einer Pro-Palästina-Demo in Berlin. Ihre Vorsitzende Alice Weidel, Herr Baumann, hat gesagt, so etwas würde es nicht geben unter einer AfD-geführten Regierung. Wie ist das gemeint? Eine freie Meinungsäußerung, das meint sie nicht, das gibt's überall. Sondern so einen politischen Kurs, so eindeutig anti-israelisch,
mit dieser ideologischen Aufladung, die wir an vielen Universitäten ja auch sehen, wo irgendwie Israelis gleichgesetzt werden mit weißen Kolonialisten, die da bekämpft werden von linken Lehrstühlen, von linken Studenten. Sie hat sich auf die Demo bezogen. Dass sich jüdische Studenten gar nicht mehr in die Uni trauen. Sowas wird es Sie hat sich auf die Bilder gestern von der Demo bezogen. Darum Wird gesagt, geht's. migrantische Randale war das Wort. Migrantische Randale haben wir doch gesehen, Ja. wo die Polizisten angegriffen wurden, wo Feuerwerkskörper abgeschossen wurden, wo Steine auf die Wie wollen Sie Polizisten das verhindern? Die geworfen Demos werden. verhindern und so womöglich das Grundgesetz, die Versammlungsfreiheit Wir haben aushebeln? hier Zehntausende, Hunderttausende von Judenhassern reingelassen mit der unkontrollierten Einwanderung. Das ist das Grundproblem, was die CDU-Regierung sozusagen veranlasst hat. Hier sagen muss jetzt- eine kontrollierte Einwanderungspolitik her. Sie sagen jetzt einfach, wir haben ganz viele Judenhasser im Land. Das Problem ist ja, man kann ja nicht einfach sagen, du bist ein Judenhasser, du musst raus. Das sind ja Gerichtsentscheidungen, das sind Abschiebungen, die alle vonstatten gehen müssen. Da gibt es bestimmte Regeln, wer kommt aus welchem Land, wer hat ein Bleiberecht. Wie wollen Sie das machen? Sie können ja nicht einfach sagen, Judenhasser raus. Da gibt es ja, auch wenn wir alle keine Judenhasser hier im Land haben wollen, da gibt es ja juristische Vorbedingungen. Erstmal ist es so, dass das Ergebnis einer verfehlten Migrationspolitik ist. Wir hätten die Grenzen nicht öffnen müssen. Das hat die Merkel-Regierung gemacht, das hat die Wir haben CDU-Regierung diese gemacht. Leute jetzt aber im Land. Wir haben diese Leute jetzt im Land und da haben wir Mechanismen, da haben wir Möglichkeiten. Wir haben 1,6 Millionen circa aus Syrien und Afghanistan. Das sind subsidiär Schutzberechtigte, also vorübergehend Schutzberechtigte. Die können zurückgeführt werden. Ein Gericht hat festgestellt, nach Syrien kann man abschieben. Die Durchsetzung des Rechtsstaats wäre, 1,6 Millionen zurückzuführen. Und da hätten wir schon einen Großteil des Problems gelöst, rechtsstaatlich. Also die AfD will alle Migranten ausweisen, die sich gegen Israel erstellen. Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern alle Migranten, die rechtsstaatlich das Land verlassen müssen. Und da ist ein Großteil von denen, sind Syrer, sind Palästinenser, die auf den Straßen sind. Das sind die in der unkontrollierten Einwanderung hereingelassen wurden. Wo sollen die Palästinenser hin? Und nicht wieder zurückgeführt werden. Wo sollen die Ja, Palästinenser gerade die Palästinenser, überlegen sich doch mal, die reichsten Länder der Erde, Saudi-Arabien, Katar, das sind riesige Länder mit zig Milliarden, Billionen Vermögen, aber einer ganz dünnen Bevölkerung. Warum helfen die denn ihren sozusagen Glaubensbrüdern und Landsleuten nicht? Das ist die Lösung. Nicht in Deutschland, die alle aufnehmen. Das war das Problem von CDU und SPD. Das ist die verfehlte Migrationspolitik. Für die jetzigen Judenhasser sind die verantwortlich. Also Saudi-Arabien und Von der Katar sollen die AfD. Palästinenser aufnehmen. Das Diese ist die ganzen Forderung. arabischen reichen Staaten, natürlich. Bernd Baumann bei uns im Studio von der AfD. Dankeschön. Danke für Danke. den Besuch. Also Leute, Bernd Baumann hat heute echt abgeliefert. Mit klaren Ansagen und genauen Fakten hat er die typischen Vorwürfe gnadenlos zerschmettert. Wenn ihr auch der Meinung seid, dass das Volk am Ende das Sagen haben sollte, dann lasst ein Like da. Abonniert den Kanal und ganz wichtig, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Was haltet ihr von Baumanns Argumenten? Kommt da endlich der frische Wind, den Deutschland braucht? Haut rein in die Tasten. Ich bin gespannt auf eure Sicht. Und nicht vergessen, hier gibt's immer den Blick hinter die Kulissen der Politik. Bis zum nächsten Mal.